Seit über einem Monat findet der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine statt. Ein Monat, in dem Menschen in Bunkern aushalten müssen oder aus dem Land fliehen und um ihr Überleben kämpfen. Ein Monat, in dem wir das alles mehr oder weniger in Echtzeit über Social Media sehen. In den Nachrichten ist die Rede von dem ersten TikTok-Krieg, dem ersten Social-Media-Krieg in Europa, War Talk, aber auch einem Informationskrieg. Denn Fake News und Propaganda verbreiten sich rasend schnell und es wird immer schwieriger auseinanderzuhalten, was echt ist und was nicht. Wie ihr unter anderem erkennt, ob Videos gefaked sind oder nicht, das erfahrt ihr hier zum Beispiel. In diesem Video soll es darum gehen, wie wir mit dem Krieg auf Social Media umgehen. Sowohl Menschen, die der Krieg direkt betrifft, die aktuell in der Ukraine oder auf der Flucht sind, aber auch die, die er weniger betrifft und die das alles auf dem Handy mitverfolgen. Ich sehe gerade Vladidaddy-Hashtags, Memes zum Dritten Weltkrieg und TikToks aus Bunkern der Ukraine und ich weiß, wir sind in einer extrem privilegierten und vor allem sicheren Situation, weil wir nicht in der Ukraine sind, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe eine Weile gar nicht so richtig gewusst, was ich zu diesen ganzen Sachen fühlen soll. Und ja, im ersten Moment wirkt es absolut absurd, im Zusammenhang mit diesem Krieg über Memes zu sprechen, aber ihr werdet im Video merken, dass es eigentlich um sehr viel mehr geht als das. Das hat uns auch die ukrainische TikTokerin Valeria für dieses Video erzählt. Every day I see messages that Valeria, you do amazing things. You show to people how Generation Z can react on that situation. Ich habe mich für dieses Video gefragt, wie weit kann Humor gehen? Helfen solche Videos vielleicht sogar irgendwem oder verharmlosen sie im schlimmsten Fall die Situation? Und vor allem, wie können wir mit solchen Inhalten am besten umgehen? Nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, die das, was wir teilen, potenziell sehen könnten. Wir leben in einer Zeit, in der ganze Gespräche ausschließlich aus Memes hin und her schicken bestehen können. Ich meine, das hier ist zum Beispiel ein alltäglicher Verlauf zwischen einer meiner besten Freundinnen und mir. Schaut eure Gespräche auch so aus? Ich finde, es ist manchmal leichter, als ein wirkliches Gespräch zu führen, okay? Und mittlerweile werden Memes wirklich überall benutzt, auch in der Politik, auch um Nachrichten abzubilden und auch von der eigenen Mutter. Und ihr wisst selbst, das ist manchmal auch ganz schön cringe. Memes kommen einfach aktuell wahnsinnig gut an, auch wenn sie ernste Themen behandeln. Das erklärt vielleicht auch, warum selbst der offizielle Twitter-Account der Ukraine Memes zu der aktuellen Lage und zu Russland macht. Memes wie das hier, das sogar noch vor dem Angriffskrieg entstanden ist, hat sehr viel mehr Aufrufe als die anderen normalen Tweets, die im selben Zeitraum entstanden sind. Und das bedeutet eben auch, so erreicht die Info viel mehr Leute. In diesem Meme wurden sogar 10 große internationale Nachrichtenaccounts markiert. So konnten sie sagen, nimmt das, was hier passiert, bitte ernst. Und in einem Interview mit der Washington Post sagten die Betreiber des Accounts auch, sie lachen angesichts der Drohungen nicht, weil sie unterschätzen, sondern weil sich hinlegen und weinen keine Option ist. Es ist außerdem ihre Art, gegen die Desinformationskampagne Russlands vorzugehen und die ganze Welt darauf aufmerksam zu machen. Denn wenn man über ein Meme berichten möchte, muss man auch den gesamten Hintergrund dazu erklären. Für die Memes, die wir uns gleich genauer anschauen, sind die zwei Begriffe schwarzer Humor und Galgenhumor wichtig. Galgenhumor kommt tatsächlich auch vom Wort Galgen und beschreibt einen aufgesetzten Humor, mit dem man eine unangenehme Situation meistern möchte, bei der man trotz der Umstände lacht. Heißt, hier geht es um die Personen, die in der Situation sind, beispielsweise der Twitter-Account der Ukraine. Findet aber natürlich nicht jede betroffene Person lustig. Demgegenüber steht der schwarze Humor. Hier macht man sich eher über die Lage von anderen lustig. Und auch schwarzer Humor kann zum Beispiel ein Mittel sein, durch Satire oder Witze auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen, kann aber auch als Deckmantel für Rassismus und Diskriminierung missbraucht werden, zum Beispiel, wenn es um Witze geht, die volksverhetzend oder Holocaust verharmlosend sind, sich gegen eine bestimmte Gruppe richten oder strafbare Symbole zeigen. Hier gibt es auf jeden Fall auch rechtliche Grenzen und was Humor und Satire darf, darüber wird immer noch regelmäßig sehr viel diskutiert. So, hätten wir das geklärt und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Memes an, die ich dazu gefunden habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich solche Memes zum Dritten Weltkrieg sehe, dann werde ich direkt irgendwie ein bisschen nervös und ich finde es aus mehreren Gründen auch ein bisschen merkwürdig. Memes zum Dritten Weltkrieg gibt es nicht nur aktuell überall zu sehen, sondern gab es in den letzten Jahren immer wieder. Jedes Mal, wenn es politische Spannungen gab, bei denen viele Sorge hatten, dass es noch weiter eskalieren könnte. Das letzte Mal Anfang 2020, als ein iranischer General durch einen Drohnenangriff aus den USA getötet wurde, aber beispielsweise auch 2017, als die Situation zwischen Trump und Nordkorea sehr angespannt war. Und klar, da Memes ja sowieso alles Mögliche thematisieren, ergibt es natürlich auch Sinn, dass dann so große Ereignisse und Nachrichten auch sofort als Memes verbreitet werden. Vor allem, weil man hier auch gut rauslesen kann, wie verschiedene Menschen sich während eines Ereignisses fühlen. 2020 gab es vor allem in Amerika viele Memes, die thematisiert haben, wie unvorbereitet sich vor allem die jüngeren Menschen im Falle eines Krieges fühlen würden, wenn sie tatsächlich zum Wehrdienst eingezogen werden würden. Al-Habash, ein Professor der Michigan State University, untersucht Social Media und wie Menschen in Form von Memes kommunizieren. Geiler Job übrigens. Und in einem Interview mit der amerikanischen Nachrichtenseite Vox hat er gesagt, dass Menschen oft posten, bevor sie genauer nachdenken, was sie da posten. Wow, surprise. Er sagt, niemand von uns sieht sich eine Sache 5
bis 30 Minuten lang an und diskutiert dann darüber, was das für Auswirkungen hätte, das zu posten oder nicht. Wir machen den Content, von dem wir glauben, dass ihn andere Leute auf Social Media sehen wollen. Das erklärt auch, warum sich Memes so schnell verselbstständigen. Sie zeigen uns, was wir glauben, was Leute sehen wollen, also machen wir mehr davon. Und das kann aber auch zu einer Kurzschlussreaktion führen. Und das wiederum kann die öffentliche Diskussion, aber auch die persönliche Wahrnehmung ganz schön beeinflussen, denn es wird ein bestimmtes Bild vermittelt, politisch oder eben auch zu einem Land. It's true. Ich habe auch das Gefühl, dass aktuell immer sofort erwartet wird, dass man sich möglichst schnell zu einer meistens politischen Situation äußert. Und mich würde mal interessieren, wie ihr das seht, aber ich persönlich glaube, es ist manchmal echt besser, sich Zeit zu nehmen, um etwas zu verstehen, bevor man das nächstbeste Meme repostet. Und natürlich können uns angespannte politische Situationen wie eben aktuell auch nahegehen und belasten, und ob Memes dabei wirklich helfen können, dazu komme ich später nochmal. Aber ich muss auch immer an dieses Bild hier denken. Ein Meme, das nämlich sofort viral ging vor ein paar Wochen, war das hier. Ich bin es satt, in so einer historisch relevanten Zeit zu leben, während die Menschen, die das posten, wahrscheinlich das Ganze ziemlich entspannt durch ihren Laptop von zu Hause verfolgen können. Dr. Jamie Cohen unterrichtet im Queen's College Medienwissenschaften, Social Media und digitalen Aktivismus und sagt dazu, man postet sowas nicht, weil man keine Empathie hat gegenüber den Menschen, denen es schlecht geht, sondern weil wir in solchen Zeiten das Gefühl haben, dass wir unseren Teil zu einem Thema beitragen müssen, über das alle sprechen. Und Social-Media-Plattformen sind ebenso aufgebaut, dass genau solche Inhalte gepostet und verbreitet werden sollten. Also bevor man sowas teilt, könnte man sich vielleicht auch fragen, wie sehr würde mich so ein Konflikt betreffen? Bin ich die Person, die zu Hause sitzt und entspannt darüber lachen kann oder nicht? Und sehen das, was ich poste, vielleicht auch Leute, für die diese Witze im schlimmsten Fall Realität werden könnten oder wie im aktuellen Fall schon längst sind? Aber wie fühlt ihr euch, wenn ihr Memes zum Dritten Weltkrieg seht? Schreibt mir gerne mal eure Gedanken und Gefühle in die Kommentare. Das nächste Genre an Memes, das ich gefunden habe, sind Memes zu den Präsidenten der Ukraine und Russland. Dass Putin mit seiner Selbstinszenierung schon seit längerer Zeit ein Meme ist, das haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen. Genauer gesagt seit den 2000ern. Die Bilder von ihm, wie er jagt oder oberkörperfrei auf Pferden sitzt, sind wie gemacht dafür, viral zu gehen. 2010 gab es auch einen Tumblr-Blog, der What is Putin doing today hieß und immer noch im Webarchiv aufgerufen werden kann. Damit wurde das Bild, das er von sich durch verschiedene Aktivitäten wahrscheinlich zeigen wollte, eher parodiert. Das Bild von ihm hat sich dann auch ein bisschen verändert, denn im Januar 2022 haben die Leute angefangen, ihn anzuflehen, keinen Angriffskrieg auf die Ukraine zu starten und ihn dabei Vladi Daddy in den Kommentaren genannt. When Gen Z finds Putin's Instagram. Ich persönlich kann nicht erklären, wieso das passiert oder wieso es mittlerweile über 90 Millionen Videos auf TikTok zu diesem Hashtag gibt. Aber ich habe einen Artikel gefunden, in dem Stefanie Schmidt, Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie an der Uni Bern, es so beschreibt. Viele wissen nicht, wie sie mit der Flut an Informationen umgehen sollen. Mit solchen provokanten Sprüchen wollen sie in den Austausch geraten. Die Kommentare zeigen, wie sehr die Thematik die Jugendlichen beschäftigen, und so überspielen sie einfach nur. Und während Putin aktuell in Memes eher der Böse ist, wird der ukrainische Präsident Zelensky eher zu einer Art Sexsymbol in den Memes. Oder zum Helden. Und ich finde, das Ganze hat auf jeden Fall eine ganz andere Schwere und Ernsthaftigkeit, wenn man sieht, dass der ukrainische Account solche Bilder teilt und dazu schreibt, das ist kein Meme, das ist unsere Realität. Wie ihr daran seht, es werden ganz eindeutige Bilder geformt, vieles davon natürlich auch bewusst. Kommunikationsprofessorin Jennifer Grygiel hat ABC News dazu in einem Interview gesagt, dass eben solche Social-Media-Kampagnen, die von Regierungen oder auch Basisgruppen geführt werden, entscheidend sind, um einen weltweiten Support zu bekommen. So wird Krieg in einem Ort der Information geführt. Es geht hier um eine bestimmte Erzählung und den öffentlichen Glauben. Also in anderen Worten, Memes sind für sie eine Art Kriegswaffe. Und das muss uns auf jeden Fall bewusst sein, vor allem, wenn wir solche Dinge teilen. Und dabei spielt auch die nächste und letzte Art von Memes eine wichtige Rolle. Ein paar der TikToks sind mir besonders lange im Kopf geblieben. Eines der wohl viralsten Videos ist das von Valeria aus einem Schutzbunker in Tschernichiv im Norden der Ukraine. Ich glaube übrigens, das ist die perfekte Definition von Galgenhumor. Auf ihren Kanälen hat sie leere Supermarktregale gezeigt, was sie isst, wie der Schutzbunker ausgestattet ist, wie sie ohne Elektrizität zurechtkommt, wie die Stadt aussieht und aktuell auch, wie sie aus dem Land geflohen ist. Sie hat uns erzählt, dass ihre TikToks nicht nur ihre Art waren, damit umzugehen, sondern dass sie dadurch auch Menschen dazu bringen konnte, zu helfen. I feel that many people, international people, who don't believe in the war, they can see war on TikTok, and
To be honest, it's very strange to see war on TikTok, to see Solidarus on TikTok. And my main message is believe in it and understand that it's happened in real life, it's not a joke. And how I help, not me, people who follow me, donate money. It's now it's the most important because money can end one day, food can end one day. War means like cry, horrible, death, everything. But I'm that person who of course understands it. I'm a very clever woman who understands everything. But you need to find small light in the darkness. Dieser letzte Satz ist einfach krass, oder? Und sie ist nicht die Einzige, die solche Videos macht. Diese ukrainische TikTokerin namens Alina zeigt in ihren Videos, wie ihr Leben in der Ukraine abläuft, wie sie von Sirenen geweckt wurde und auch, wie sie geflüchtet ist. Und diese ukrainischen Freundinnen schreiben unter diesem TikTok, das ist unsere Art, damit umzugehen. Samira El-Wasil ist Autorin und Journalistin, hat auch über die Mimifizierung und Humor während des Krieges geschrieben und war in der ZDF-Neo-Show Studio Schmidt zu Gast und sagt dazu, dass diese TikToks ein wichtiges Instrument sind. In Kombination mit einer unfassbar tapferen ukrainischen Bevölkerung, die ebenso die sozialen Medien perfekt bespielt und, wenn ich das so sagen darf, eine eigene popkulturelle Sprache gefunden hat, um über diesen Krieg zu sprechen. Also ob es TikTok-Videos sind, die in der Ästhetik von Travel-Blogs sind oder Outfit of the Day during war oder so. Also die wirklich schafft, diese Ästhetiken von Instagram zu nehmen, um ihre aktuelle Kriegssituation abzubilden und eine gewisse wehrhaften Galgenhumor an den Tag legen. Da ist ein Galgenhumor drin, der viel subversiver ist, als jede Propaganda es sein könnte, weil Humor per se autokratische Ideologie immer enthebelt. Sie sagt also, dass das eine Form von Widerstand ist, dieser bedrohlichen Lage mit Humor und Lächerlichmachen zu begegnen. Und wenn man jetzt bedenkt, wie viele Menschen diese Videos erreichen, dann hat das auch nochmal einen ganz anderen Effekt, denn das viralste Video von Valeria hat zu diesem Zeitpunkt über 44 Millionen Aufrufe, aber auch alle anderen Videos dazu erreichen wahnsinnig viele Menschen. Mit dieser Reichweite kann man natürlich auch Dinge mobilisieren, Spenden sammeln, aber auch Menschen aufklären. Der ehemalige US-Army-Journalist Daniel Johnson sagte ABC News, dass es bei einem Krieg natürlich auch entscheidend ist, was in einem Kriegsgebiet passiert und dass ukrainische Social-Media-Posts auch dabei helfen können, gegen die Desinformationskampagne Russlands vorzugehen. Er sagt, wenn man so viele Aufnahmen von so unterschiedlichen Winkeln hat, kann man schlecht lügen und sagen, dass etwas fake ist. Die Frage, die ich mir stelle, hilft es wirklich, Memes zu sehen oder zu machen, um mit dieser Situation fertig zu werden? Zum Beispiel gibt es eine aktuelle Studie zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Hier wurde untersucht, ob Memes positive Emotionen steigern können. Nachdem die Pandemie angefangen hat, gab es natürlich überall Memes dazu, man konnte ihnen quasi nicht aus dem Weg gehen. Und für die Studie wurden 748 Menschen verschiedene Bilder und Memes gezeigt, einige davon mit Covid-Bezug, andere nicht. Das Ergebnis war, die Memes haben nicht dabei geholfen, Covid-bezogenen Stress zu reduzieren, im Vergleich zu den Bildern, die keine Memes waren, aber sie haben positive Emotionen hervorgerufen, die den Teilnehmenden helfen konnten, mit der Pandemie besser umzugehen. Das heißt, es braucht schon mehr als ein paar Hunde- oder Katzen-Memes, um den Stress der Pandemie zu reduzieren, aber gerade wenn in der Caption ein Covid-Bezug hergestellt wurde, waren die Leute empfänglicher dafür, damit besser umgehen zu können. Eine andere Studie hat untersucht, wie Menschen mit Depressionen auf Memes über Depressionen reagieren. Dafür wurden den 154 Teilnehmenden Memes mit negativem Humor in Bezug auf die Depression gezeigt, wo es um Einsamkeit oder Isolation ging, aber auch lustige Memes mit Hunden. Sie wurden außerdem zu ihren Symptomen befragt. Daraus ergaben sich 2 Gruppen, 56, die keine Anzeichen von Depressionen hatten und 43, die Kriterien auf mittelschwere bis schwere Depression erfüllt haben. Und die Gruppe, die Merkmale von Depressionen aufgezeigt hat, fand die negativen Memes lustiger, relatable und würde das eher teilen als die andere Gruppe. Das Fazit war also, obwohl die Memes sehr pessimistisch wirken, können die Menschen mit Depressionen auch etwas Positives für sich daraus ziehen. Das, was für viele schwierig auszusprechen ist, können die Memes auf eine Art besser transportieren. Menschen, die sowas teilen, könnten theoretisch so soziale und emotionale Verbindungen mit anderen Leuten formen. Ob sich das auf diese Situation übertragen kann, kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. In einem Artikel habe ich sowohl Stimmen gelesen von Menschen, die im Luftschutzbunker saßen, denen Memes geholfen haben, als auch welche, die sagen, dass solche Witze eine emotionale Distanzierung von den Geschehnissen im schlimmsten Fall begünstigen.
Bei dem Ganzen darf man natürlich nicht vergessen, Humor ist super subjektiv. Das, was ich noch total im Rahmen finde, finden andere vielleicht schon zu viel. Also, abschließende Frage: Sind Memes über Kriege oder andere Katastrophen in Ordnung oder nicht? Sind Kriegsmemes ein Coping-Mechanismus oder verharmlosen sie die schrecklichen Ereignisse? Zum Beantworten dieser Fragen möchte ich euch 3 verschiedene Tweets bzw. Gedanken dazu mitgeben. Ich persönlich kann es verstehen, wenn jemand sowas schreibt und sagt, man kann den Galgenhumor nicht aufhalten, wenn es etwas so Großes ist und wir uns alle individuell machtlos fühlen. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir Menschen sind. Und ja, wir haben gesehen, dass das ja sogar belegt ist, dass das helfen kann, aber da denke ich wieder an die Definition vom Galgenhumor und die Frage, bist du die Person, die zum Galgen geht und scherzen kann? Ich meine, der größte Unterschied zu den Memes, die es bisher gab, ist, dass dieser Krieg tatsächlich ausgebrochen ist. Und diese ukrainische Person sagt dazu, wenn du gerade nicht aus der Ukraine bist und den nächstmöglichen Schutz suchst, wie kannst du über den 3. Weltkrieg als eine Art Coping-Mechanismus scherzen? Ich bin von dem Geräusch von Explosionen aufgewacht. Ist das ein Witz für dich? Und was damit einhergeht, ist vielleicht auch das hier. Wir sollten ernsthaft darüber reden, wie die überwältigende Verbreitung der Meme-Kultur Menschen dazu gebracht hat, unsensibel gegenüber ernsthaften Tragödien zu sein und sie diese nur als Möglichkeit sehen, einen Witz zu machen, als die Realität der Situation und der Leute, die es betrifft, zu sehen. Puh, Leute, kein einfaches Thema. Deswegen schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was sagt ihr zu den Memes? Habt ihr selbst schon mal was davon geteilt oder darüber gelacht? Hat euch das geholfen? Oder sagt ihr, das geht eindeutig zu weit? Und schreibt mir gerne auch mal dazu, ob ihr betroffen seid, also zum Beispiel Familie in Russland oder der Ukraine habt oder nicht. Zum Schluss was Persönliches von mir. Ich muss ehrlich sein, dieses Video war wahrscheinlich meine Art, damit umzugehen, denn die Erstellung ist mir wahrscheinlich so schwer gefallen wie bisher noch nie. Also ganz im Ernst jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin in Russland geboren und mit 3 Jahren hierher gekommen, habe russische Familie, ukrainische Freundinnen und Freunde. Mein Herz hat nicht nur während der Recherche geblutet, sondern tut es halt schon seit dieser Krieg angefangen und vor allem eskaliert ist. Mit meiner russischen Freundin Viktoria habe ich einen Podcast namens Nette Mädchen, den wir auch für das Ding machen. Da thematisieren wir aktuell die Lage in der Ukraine etwas genauer, aber auch die Lage in Russland und unseren Familien und unseren Freunden rund um den Krieg. Und dieses Video war für mich eine ziemliche Überwindung, denn alleine dadurch, dass ich das so sage und dieses Video mache, werde ich wahrscheinlich keine Garantie mehr haben, dass ich jemals wieder als Journalistin, die so offen über den Krieg berichtet, sicher nach Russland oder aus Russland ausreisen kann. Aber ich finde, es ist aktuell wichtiger denn je, nicht zu schweigen. Trotzdem, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Takeaway heute, passt auf, wenn ihr was sagt und vor allem teilt, was es genau ist, denn wir sind alle mittendrin und haben eine riesige Verantwortung, aber eben auch die Möglichkeit, was auf die Beine zu stellen und zu mobilisieren. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr aktuell helfen könnt, dann checkt gerne mal unsere Infobox aus, da haben wir euch einige Möglichkeiten zum Spenden und zum Helfen zusammengefasst. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr irgendwas daraus für euch ziehen konntet, dann abonniert gerne den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Hier kommt ihr zu anderen Videos von uns, falls noch nicht gesehen, und ich würde mich mega freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!